Mein Name ist Jörg Richter. Ich bin hier, weil ich als Schauspieler arbeite. Aber Schauspiel ist ein Teil meines Berufslebens. Ein anderer Teil ist, dass ich als Moderator arbeite. Ich lese vor, arbeite mit Hunden, ich bilde Jagdhunde aus. Ich gehe zur Jagd. Im Winter zum Beispiel ist die Jagd ein Teil meines Lebens, also ein größerer Teil, auch ein Teil, von dem ich ein gewisses Einkommen bestreite. Ja, und es kommen noch ein paar andere Sachen zusammen. Also ich bin relativ komplex aufgestellt, was auch damit zu tun hat, dass es im Schauspiel, nur vom Schauspiel zu leben, ist sehr schwer. Also wenn man sich darauf fixiert, das halte ich als für sehr gefährlich. Es sei denn, man hat ein Theaterengagement oder sowas. Aber selbst das geht ein paar Jahre und kann, wie auch immer. Verstehe. Ein Vogel hat mir erzählt, dass du Musik auch schreibst. Ja, ich glaube, die Musik ist eine meiner ist eine wirkliche Liebe und besonders Gitarren. Ich liebe Western-Gitarren und spiele dann doch relativ regelmäßig. Und schreibe Songs, ja. Und momentan bin ich lange nicht dazu gekommen, etwas aufzunehmen. Aber ja, ich schreibe Songs und ich singe auch regelmäßig. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nebenbei noch mache, dass ich mit einer Band in Dresden spiele, die einmal im Monat eine sogenannte Open Mic Night macht. Und dort kann man sagen, ich möchte den und den Song singen und dann spielt man den. Und dann spielt man den mit einer super professionellen Band. Und wenn man als Sänger zum Beispiel noch nicht so viel Erfahrung hat oder auch wenn man viel hat, dann kann man mit einer Profiband arbeiten. Und das macht man nicht für Geld, sondern das macht man, um zu lernen. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt des Schauspielerseins, bereit zu sein, zu lernen. Die Technik ist eine Notwendigkeit. Ich bin lieber zu einem Casting gegangen, als mich mit einem Fotografen zu verabreden, um Fotos zu machen für die nächste Setcard. Heute haben wir diese Setcards in dem Sinne nicht mehr. Ja, ich bin lange mit Modeljahren zum Beispiel, mit einem Buch, da hat man seine Fotos gesammelt, da musste man bei Fotografen darum kämpfen, dass man die Bilder bekommt. Und heute ist es auch noch so, dass ich sehen muss, wo bekomme ich, wenn ich jetzt Material drehe, wo komme ich das? Dann muss ich jemanden haben, der mir das schneidet. Ich bin nicht sehr gut in all diesen Dingen. Habe einen Freund, der das sehr gut kann, der aber auch seine zeitlichen Zwänge hat und der mir zum Glück in dieser Sache sehr geholfen hat oder immer mal wieder helfen kann, dass die Sachen auch halbwegs auf dem Laufen sind. Aber für mich ist es eher ein Übel, aber ich verstehe, dass es eins ist, was nicht notwendig ist. Also, wie ich vorhin schon mal sagte, bin ich nicht der große Techniker. Ja. Was ich bei Stagepool großartig finde, ist, dass man das einrichten kann. Das ist nicht kompliziert. Also das schafft selbst ein technischer Benutzer wie ich, der also kein Informatiker ist. Das ist das eine. Das nächste ist, wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich da entweder eine Mail hinschreiben oder ich kann dort anrufen. Und in beiden Fällen habe ich innerhalb, sagen wir, von 24 Stunden eine Response. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und das ist, finde ich, großartig. Ich habe einen Job bekommen, gerade in den letzten Wochen, und der fängt aber erst an. Okay. Ich bin gebucht worden für eine Karl-May-Produktion. Ich weiß nicht, ob das in Schweden geläufig ist. Karl May war ein Schriftsteller, ich nenne es jetzt mal Volksschriftsteller, unglaublich fleißig, mehr als 80 Bände, mehr als 80 Romane hat der Mann geschrieben, und der hat den in Deutschland bekanntesten Indianer erfunden, Winnetou und Old Shatterhand, das kennst du vielleicht. Das kenne ich. Und es gibt in der Nähe von Augsburg da haben ein paar Enthusiasten eine Bühne gebaut, eine Freiluftbühne und eine Westernstadt, und spielen dort seit 4 Jahren Karl May.
Im letzten Jahr gab es den Ölprinz und in diesem Jahr gibt es Winnetou 2. Und für diese Produktion bin ich gebucht. Nicht als Winnetou, nein, nicht als Old Shatterhand, auch nicht als Old Firehand, sondern in einer anderen Rolle, auf die ich finde fast die dankbarste im ganzen Stück ist. Weil der ist richtig böse. Der ist richtig böse. Also, ja. Und das, das ist manchmal dankbar zu spielen. Als mein Bruder, mein weißer Bruder, wo bist du gewesen? Also so diese Shatterhand-Nummer, das ist große Gestik und Pathos, aber ich darf richtig böse sein und freue mich eigentlich drauf. Ja. Spannend. Ja. Wie ging eigentlich der Casting? Also wie läuft das? Ich lese eine Anzeige bei Stagepool und schreibe hin und bewerbe mich. Das würde ich gerne machen. So, dann war es in diesem Fall so, dass ich ein Anschreiben bekommen habe, okay, wir würden dich gern sehen. Und dann gab es einen Termin, der war relativ weit, also die sind sehr professionell aufgestellt da. Ich glaube, ich habe im Oktober oder November habe ich Antwort bekommen, dass es Anfang Januar ein Casting geben wird, beziehungsweise ein Vorsprechen. Mhm. Und da habe ich zwischendurch nochmal den Regisseur angerufen, den man auch erreichen konnte. Also da hat ja auch schon was, manchmal telefoniert man ja irgendwo hin und vor allem anderen reden wir mit gar niemandem. Nee, ganz freundlich. Konnte sich auch erinnern und ich hatte den Regisseur gefragt, hast du irgendwas, was ich für dich vorsprechen kann, wo du mich vielleicht schon siehst? Aber offenbar wollte er sich die Schauspieler erst ansehen und dann überlegen, wen er wofür besetzen kann. Das heißt, er hat mir überlassen, was ich vorspreche. Ich habe eine Rolle vorgesprochen, in der ich ein, zwei Brüche habe. Das heißt, ich kann verschiedene Aspekte zeigen. Meiner Möglichkeiten und das kann ich nur jedem empfehlen. Und dann solche Rollen darf man sich erarbeiten in den Zeiten, in denen man keine Arbeit hat. Das heißt, ich arbeite sozusagen als Schauspieler, auch wenn mich niemand bezahlt. Mhm. Aber wenn ich in einem Beruf, es gibt ein feines, kleines amerikanisches Büchlein, das heißt How to Survive in Hollywood, ich glaube oder Your Acting Career heißt es und der Untertitel ist How to Survive in Hollywood. Und es ist ein Buch im Prinzip über die Arbeit, die ich als Schauspieler zu machen habe. Und es sind erstens ganz viele Lebensweisheiten drin und ob man jetzt in Hollywood überleben möchte oder woanders, wenn ich es professionell machen will, dann muss ich mir bestimmte Regeln haben. Und die gelten überall. Und da kann sich niemand durchmogeln, zumindest nicht auf Dauer. Und dazu gehört, ich muss arbeiten. Ich darf mir ein Repertoire, wie ein Musiker sich ein Repertoire erarbeitet, darf ich 2, 3 Rollen mir erarbeiten, in Englisch möglichst, in Deutsch, also in der Muttersprache oder in einer anderen Sprache. Und diese Rollen so lange auch immer wieder, glaube ich, erarbeiten und durcharbeiten, bis man sie so drin hat, nicht nur textlich, dass die wirklich, dass da kein Spiel mehr ist, sondern dass man die einfach ist. Und wenn man so lange Zeit hat, dann kann man das machen. Ich lebe jetzt seit vielen Jahren mit einem Hund zusammen und da muss ich sowieso jeden Tag 1, 2 Stunden im Wald. Und das ist herrlich, um Rollen zu sprechen. Da kann man im Wald üben und vor sich hinsprechen und das machen. So, dann bin ich also dahin gegangen und habe eine Rolle vorgesprochen, also habe ein Stück vorgesprochen als Top Dogs. Das ist ein Stück von Urs Widmer, wo es um gefeuerte Manager geht. Und der Regisseur ist ein ganz lieber, wir hatten so noch ein Gespräch, man musste doch noch zeigen, dass man reiten kann und hatten dann so noch ein Gespräch ringsrum und der Regisseur ist ein netter Mensch und hat mir gesagt, es hat ihm gefallen, was ich vorgesprochen habe und hat auch gesagt, okay, ich gebe dir bis dann und dann Bescheid. Jeder freundliche Regisseur wird sagen, es hat mir gefallen, vielleicht sagt er auch gar nichts, aber das bedeutet nichts. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass als Lernprozess, man kann irgendwo vorsprechen und dann gehe ich nach Hause und versuche so schnell wie möglich zu vergessen, dass ich da war. Weil ich gehe zu einem Casting, ich spreche vor und ab dann ist es nicht mehr in meiner Hand. Und ich gehe dort auch nicht hin, um besser zu sein als jemand anderes, das gibt es nicht. Ich kann nur so gut sein, wie ich bin. Das ist heute so sehr verbreitet, Konkurrenzdenken, aber ich glaube daran nicht. Ich glaube nur daran, dass ich kann so gut sein, wie ich
wie mein Potenzial es zulässt. Und gerade im Schauspiel ist das Authentische wichtiger als besser. Was soll das bedeuten? Die für Muskel als Schwarzenegger oder weiß ich nicht. Also ist mein Lachen größer als Jim Carrey oder darum. Also das ist es ja nicht, sondern die Authentizität muss es sein. Ja, jedenfalls rief mich dann der Regisseur irgendwann an und sagte, ja Jörg, du bist, ja, ich brauche mal noch 2, 3 Wochen. Es sind 3 und dann denkt man, naja, hat angerufen, was immer das bedeutet, vergiss es. Denkt nicht weiter drüber nach. Und da es ja in diesem Stück um ein längeres Engagement von 5 Monaten geht, muss ich natürlich trotzdem überlegen, Plan B, was mache ich sonst? Nun habe ich immer eine Form von Plan B, der mit Schauspiel überhaupt nichts zu tun hat. Also ich habe ein anderes Leben. Und ich habe ein anderes Leben in einer Form, dass ich es nicht nebenbei machen kann, aber dass ich es machen kann und trotzdem die Freiheit habe, eben diese Dinge zu tun. Eben auch jetzt mal zu sagen, in diesen 5 Monaten, es wird zwischendurch ein bisschen Zeit sein, aber dann kann ich andere Sachen reduzieren. Mhm. Ja, also er rief an und sagte, du bist sozusagen, ich weiß nicht, ob er so sagt, aber unter den letzten 2, 3, wo er sich was aussucht und fragte dann auch, welche Rolle stellst du dir vor? Und da hatte ich mir, im ersten Gedanken hatte ich mir in diesem Fall jetzt Old Firehand gewünscht, weil der ist beschrieben als ein Mann, der sozusagen den Sommer seines Lebens, den Zenit seines Lebens schon überschritten hat. Und ich hörte an seiner Reaktion, auf der anderen Seite, also er hat weder Ja noch Nein gesagt, aber ich hörte an seiner Reaktion, das eher nicht. Ja, das muss man dann so hinnehmen. Ja. Und dann rief er, und das fand ich ganz korrekt und ganz fein, er hat mir immer gesagt, bis dann und dann sage ich dir Bescheid. Er hat mir bis dann und dann Bescheid gesagt. Er hat angerufen. Und da musste ich irgendwo hinterherrufen, weil das macht man nicht, das nützt nichts. Und er rief an und sagte dann, ja, du bist, ich freue mich, dass du dabei bist. Und welche Rolle wird es denn sein? Ich dachte, keine Ahnung. Also der ja wohl offensichtlich nicht. Das habe ich an deiner Reaktion gemerkt. Und dann gab er mir sozusagen eine Rolle. Und das Interessante ist, dass im Buch, ich habe mir nochmal das Buch gekauft, den Roman, Hanebüchen. Ja, ist schlimm. Aber man nimmt für ein Theaterstück, also einen 580-Seiten-Roman, nimmt man ein paar Handlungsstränge und schreibt daraus ein Stück. Das ist Dramaturgie. Also so sind auch diese ganzen Filme, auf die wir uns ja alle, zumindest meine Generation, berufen, die sind ja auch so entstanden. Die nehmen ja nur einen kleinen Aspekt eines Romans und verdichten das zu einem Theaterstück. Mehr oder weniger. Und er hat dann sozusagen die Rolle eines Bösewichts mir zugedacht und hab's dann mal, und dann hatte mir irgendwann jetzt, die letzten Tage habe ich das Textbuch bekommen, wunderbar.